Kennt ihr die Ruine der Burg Hardenstein in Witten an der Ruhr? Und wisst ihr, dass der Legende nach ein geheimnisvoller Zwergenkönig schuld daran sein soll, dass die Burg verfiel und heute nur noch eine trostlose Ruine der einst prunkvollen Burg zu besichtigen ist? Vor mehr als 600 Jahren lebte hier der stolze Ritter Neveling von Hardenberg. Und man erzählt sich, dass in einer Turmkammer ein geheimnisvoller Zwergenkönig namens Goldemar wohnte. Goldemar genoss das Leben auf der Burg, doch er hatte eine besondere Eigenschaft. Er war für die Menschen unsichtbar. Trotzdem wussten alle auf der Burg, dass es ihn gab, und sie schätzten seine Anwesenheit sehr. Beim abendlichen Bankett saß er stets an der Seite des Burgherrn. Man hörte ihn schmatzen und trinken, auch wenn man ihn nicht sehen konnte. Solange Goldemar auf der Burg lebte, herrschte dort großes Glück. Die Speisekammern wurden nie leer, die Weinfässer waren immer bis zum Rand gefüllt. Und wenn der Zwerg bemerkte, dass sich Feinde mit böser Absicht der Burg näherten, so warnte er den Burgherrn rechtzeitig, sodass dieser Vorkehrungen treffen konnte und die Feinde vertreiben ließ. Beim abendlichen Würfelspiel trank er mit dem Burgherrn so manchen Becher Wein und hin und wieder erfüllte auch sein Harfenspiel die Burg mit Musik, sehr zur Freude aller Bewohner, besonders aber der Damen. Nur die Geistlichen, die manchmal zu Besuch kamen, konnten ihn nicht leiden, denn Goldemar deckte gerne ihre heimlichen Sünden auf und trieb ihnen die Schamesröte ins Gesicht. »Du gibst dich so fromm«, rief er dann spöttisch, »doch der Wein schmeckt dir besser als das Gebet, nicht wahr?« Und so hätte es gerne ewig weitergehen können. Doch wie so oft nahm die Geschichte eine andere Wendung. Auf der Burg lebte auch ein Küchenjunge. Er war fasziniert von dem unsichtbaren Zwergenkönig und wollte unbedingt wissen, wie er aussah. Die Küchenmagd sagte zu ihm, dass es hieß, Goldemar habe Hände, kalt wie ein Fisch und weich wie eine Maus. Doch gesehen hatte ihn noch niemand. Doch dem Jungen ließ es keine Ruhe. Er wusste, dass Goldemar nachts heimlich in die Küche kam, um die Reste vom Abendmahl zu vertilgen. Also fasste er einen Plan. Er streute in der Küche heimlich Erbsen und Mehl auf den Boden. Und als es Nacht geworden war und alle in der Burg ihr Schlafgemach aufgesucht hatten, versteckte er sich hinter einem Regal. Als um Mitternacht die Glocken aus dem benachbarten Ort Herbede erklangen, schnappte sich Goldemar wie immer seinen Teller und stieg die Treppe hinunter. Knarrend öffnete sich die Küchentür. Ein Schatten huschte hinein, der Küchenjunge hielt den Atem an. Dann ein Aufschrei. Goldemar rutschte auf den Erbsen aus und fiel mitten ins Mehl. Und da geschah es. Durch das Mehl, das den Zwerg bedeckte, wurde seine Gestalt für den Jungen sichtbar. Doch der Zwergenkönig war außer sich vor Wut über diesen frechen Streich. Er stürmte auf den Jungen zu, schlug ihn mit einer Bratpfanne nieder und verschwand wutentbrannt aus der Küche. Vom Lärm geweckt, eilten die Küchenmagd und der Burgherr herbei und fanden den Jungen bewusstlos am Boden liegen. Als er wieder zu sich kam, erzählte er ihnen tränenaufgelöst, was geschehen war. Sofort lief Ritter Neveling die Turmtreppe hinauf zu Goldemars Kammer. Doch der Zwergenkönig war verschwunden. Stattdessen stand über der Tür eine unheimliche Botschaft. Ein Fluch. Burg Hardenstein soll künftig so unglücklich sein, wie sie einst glücklich war. Und all ihr Gut soll zerrinnen. In dieser Nacht verließ Goldemar die Burg für immer. Am nächsten Morgen berichtete der Burgherr den Bewohnern von dem Fluch, den der Zwerg über die Burg verhängt hatte. Und schon bald zeigte sich, dass dieser wahr geworden war. Die Felder rund um die Burg verdorrten. Die Ernten wurden immer schlechter. Die Vorratskammern leerten sich. Und schließlich blieb auch das letzte Weinfass leer. Nach und nach verfiel die Burg und die Familie von Hardenberg starb nur wenige Jahrzehnte nach der verhängnisvollen Nacht aus. Heute steht an diesem Ort nur noch eine Ruine. Ein stiller Zeuge einer Zeit, in der Glück und Unglück nah beieinander lagen.
Den Zwergenkönig Goldemar jedoch hat seit jener Nacht niemand mehr in der Gegend gesehen. Und so bleibt eine Lehre. Nicht alles, was verborgen ist, sollte unbedingt entdeckt werden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Like da und abonniert den Kanal für mehr Sagen und Legenden.